Komm, Frank. Die Frage meinst du doch jetzt nicht ernst? Sehr ernst sogar. Du bleibst also dabei, dass Bella, Andi und Olli am fraglichen Abend bei dir im Schneiders waren? Ja. Charlie, ich weiß, dass du denkst, Bella beschützen zu müssen und Olli. Aber du hilfst ihnen nicht, indem du ihnen ein falsches Alibi gibst. Sowas kommt früher oder später raus und dann machst du die Sache nur noch schlimmer. Und vor allem hängst du dann auch noch mit drin. Sag mal, glaubst du, mir fällt das leicht? Ja, dann lass es doch gut sein, Helmke. Ich bin Polizist und mein Verstand und meine Intuition sagen mir, dass ich auf der richtigen Spur bin. Andi und Bella haben bei Handwerkerarbeiten die Pelze versehentlich zerstört und dann versucht, mit Olli alles zu vertuschen. Ich kann dich ja verstehen, Frank. Du kommst in diesem Fall seit langem nicht weiter. Und natürlich musst du jeder Möglichkeit nachgehen. Aber die drei waren zum fraglichen Zeitpunkt bei mir im Schneiders. Ich verstehe. Wo willst du denn jetzt noch hin? Meine Arbeit machen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mich dabei unterstützt. War das eben Frank? Ich fürchte, wir haben ein Problem. Das kann überhaupt nicht sein. Wie ist er denn dahinter gekommen? Die haben im Labor festgestellt, dass diese Pelze schon Stunden vorher mit dieser Chemielauge durchtränkt waren. Scheiße. Wunder, dass sie gleich drauf gekommen sind, dass diese Parolen nur Ablenkungsmanöver sind. Ja, okay, Leute, das war's. Du meinst, wir sollen aufgeben? Ja, sollen wir etwa warten, bis das SEK die Tür eintritt und uns hier abführt? Fritsche, du guckst echt die falschen Filme. Außerdem, wenn wir das machen, bist du sofort ruiniert. Die ganze Firma, die Schulden. Überleg doch mal. Ja, ich weiß doch auch nicht, wie ich Tristan die 350.000 zurückzahlen soll. Aber die eine oder andere Million mehr macht's ja jetzt auch nicht besser. Keine Sorge, Leute, ich werde alles auf meine Kappe nehmen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir stecken da alle zusammen drin. Eben hier, du opferst dich nicht mal eben Nein, niemand wird sich opfern. Wir bleiben alle bei unserer Version. Helmke ist ein hervorragender Polizist, aber wenn er schon Beweise gegen euch hätte, wärt ihr längst auf dem Revier. Aber Kinder, was ihr da gemacht habt, ist doch kein Kavaliersdelikt. Ich will nicht die Hälfte meiner Familie im Gefängnis besuchen. Sollen wir denn jetzt einfach so weitermachen? Einfach ist das natürlich nicht, Andi. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Auch wenn du dann Frank weiter anlügen musst. Auch dann. Charlie, falls du es dir doch anders überlegst. Wir würden das wirklich verstehen. Jetzt müssen wir euch erstmal heil aus der Sache rauskriegen. Ihr müsst euch alle genau überlegen, was ihr Frank erzählt. Denn eins ist sicher, der wird so schnell nicht locker lassen. Frank. Frank, das sind doch nicht wir. Das finde ich auch. Sag mir die Wahrheit, Charlie. Das tue ich schon die ganze Zeit. Und du kannst mir nicht mal dabei in die Augen gucken. Ich war vorher im Schneiders und habe deinen Angestellten befragt, weil ich dein Alibi überprüft habe. Und keine Sorge, er konnte oder wollte sich nicht mehr an den Abend erinnern. Du glaubst mir also immer noch nicht. Wir überprüfen ja grundsätzlich alle Alibis. Aber kannst du dir vorstellen, wie beschissen es sich anfühlt, wenn ich das bei meiner eigenen Frau nötig habe? Du entscheidest, in welche Richtung die Ermittlungen geführt werden. Sag mal, denkst du, ich bin scharf drauf, ausgerechnet Bella und Andi was anzuhängen? Oder Olli? Die drei sind jetzt auch meine Familie. Ja, dann lass es doch. Die Akte wird geschlossen, die Versicherung zahlt und alle sind zufrieden. Ich soll ein Auge zudrücken, weil es um deine Tochter und um deinen Neffen geht. Aber andere Verdächtige, die haben auch eine Familie, haben auch eine Mutter, haben auch eine Tante. Oder Freunde, wo soll ich denn da die Grenze ziehen? Die drei haben ein Alibi. Sie waren zur fraglichen Zeit bei mir im Schneiders. Du musst also gar nichts zudrücken, weil sie es nicht gewesen sein können. Also, Was heißt das jetzt? du hast dich entschieden. Was machst du denn? Willst du hier auf dem Sofa schlafen? Du erwartest nicht im Ernst, dass ich jetzt so tue, als ob nichts wäre. Morgen.
Hast du auch so schlecht geschlafen? Bella hat sich gedreht wie ein Döner. Ich hatte einfach total fiese Albträume die ganze Nacht. Ja, hatte ich auch die ganze Zeit Frank in so einem dunklen Verlies verhört. Mit Wasserfolter und allem. Ja, ganz dicht dran. Das kann ja sogar ich deuten. Wir stecken ganz schön in der Scheiße. Frank weiß doch sowieso schon alles. Die Frage ist schon lange nicht mehr ob, sondern nur noch wann wir auffliegen. Hey, Moment mal, wir hatten uns doch gestern geeinigt, dass hier keiner einknickt, oder? Ich meine, wir lassen uns doch jetzt hier nicht von so ein paar fiesen Träumen kirre machen. Ja, aber Frank ist auch ein Terrier. Wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat, der lässt nicht mehr locker. Vielleicht kommen wir ja um eine Haftstrafe drumrum, wenn wir jetzt alles gestehen. Jungs, mir geht's auch beschissen damit. Mir wird's sogar übel, wenn ich Frank sehe und ich wohne mit ihm zusammen. Ja, das ist ein Grund mehr. Nein, ist es nicht. Überleg doch mal bitte, was das Ganze für Charlie bedeutet. Bisher ahnt Frank vielleicht, dass unser Alibi jetzt nicht astrein ist, aber wenn wir ihm jetzt die Wahrheit sagen, dann weiß er, dass Charlie ihn angelogen hat und dass sie sich strafbar gemacht hat. Glaub mir, das ist ihr alles nicht leicht gefallen. Wir können jetzt einfach nicht zurück. Aber wenn er uns wirklich wieder verhört, meint ihr wirklich, wir kriegen das hin, dass wir uns nicht widersprechen? Ja. Wir gehen das Ganze jetzt noch mal Punkt für Punkt durch. Solange wir alle bei einer Version bleiben, kann er uns doch gar nichts. Aufgrund von Laboruntersuchungen haben sich Erkenntnisse ergeben, die leider nicht mehr mit euren Aussagen übereinstimmen. Wir wissen jetzt, dass die Pelze stundenlang in chemikalienverseuchtem Wasser gelegen haben, lange bevor die Parolen angebracht worden sind. Das kann aber gar nicht sein. Also bei den Pelzen, da war alles staubtrocken. Da waren die Pelze noch staubtrocken. Staubtrocken. Ja, also wir waren nur kurz da und haben Andys Pulsor geholt. Das heißt, Da waren so viele Pelze, vielleicht haben wir das Wasser gar nicht gesehen. ihr seht euch nach der Pulsuhr um und ihr bemerkt nicht die Pelze, die laut Laborbericht seit mindestens einer Stunde völlig durchnässt waren. Keine Ahnung. Vielleicht ein Tunnelblick. Nein, soweit ich weiß, war da, wie gesagt, alles trocken. Und das muss ja auch so sein. Die Türschützer waren ja noch nicht da, sonst hätte Andi doch die aufgebrochene Tür gesehen. Also wir haben Andys Pulsuhr geholt und dann sind wir joggen gewesen. Und danach sind wir dann direkt zu Charliens Schneiders. Durst. Naja, nach dem Joggen sind wir dann sofort ins Schneiders gegangen. Eure Firma steht noch am Anfang. Bei einem solchen Schaden in Millionenhöhe hättet ihr die Bude gleich dicht machen können. Vor allen Dingen, weil ihr eure Haftpflichtversicherung erst nach dem Vorfall bei LCL abgeschlossen habt. Ja? So genau weiß ich das gar nicht mehr mit dem Tag. Was ist denn deiner Meinung nach an dem Tag passiert? Ich glaube, Alexa Berg hat die Sicherheitstür einfach nicht richtig zugemacht. Sie war an dem Tag mit ihrer Chipkarte gar nicht im Fundus. Ach so. Naja gut, aber dann haben sich halt diese Tierschützer als Mitarbeiter ausgegeben, haben irgendwie die Karte kopiert und sind später ins Lager und haben ein Rohr demoliert. Demoliert, genau. Aber dann ist den Tierschützern halt eingefallen, dass sie noch ihre Parolen anbringen wollen. Sie wissen schon, so ein Bekennerdings. Ja, und dann sind sie nochmal zurückgegangen. Ja, und dann war die Tür zu, aber deswegen haben sie aufgebrochen. Also, Ja, und die Tür haben sie dann eben aufgebrochen, weil... Frank, was weiß denn ich, was in so Tierschützern vorgeht? Glückwunsch. Was soll das heißen? Die Befragung hat zwar weitere Verdachtsmomente ergeben, aber für eine Anklage reicht es erstmal nicht aus. Das liegt aber nur darin, dass Charlie bei ihrer Aussage bleibt, dass ihr zum Zeitpunkt des Einbruchs im Schneiders gewesen seid. Ihr habt also weiterhin ein Alibi. Ja, aber das war doch vorher auch schon klar. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich kann es nur nicht beweisen. Welchen Ärger ihr euch selber einhandelt, das ist wirklich eure Sache. Aber dass ihr Charlie damit reinzieht. Ein falsches Alibi ist strafbar. Danke, das war's. Olli, bemühe dich nicht, wir finden schon allein aus. Er hasst uns. Und dann sein Terrierblick. Hätte der so weitergemacht, hätte ich alles gestanden. das war echt heftig, aber wir haben es geschafft. Wir sind echt heil aus dieser Nummer rausgekommen. Putzt. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Wenn Zeichen? du wissen willst, wie die Vernehmung gelaufen ist. Wir sind zwar alle bei unserer Geschichte geblieben, aber Frank hat schon mitbekommen, dass wir ganz schön Müll erzählen. Das einzig Gute ist, dass es uns nicht nachweisen kann. Na Gott sei Dank. Charlie, es fühlt sich einfach alles falsch an mit den ganzen Lügen. Ja, Bella, das weiß ich. Ich kämpfe ja auch die ganze Zeit mit meinem schlechten Gewissen.
Aber was wäre denn die Alternative? Ihr hoch verschuldet bis ans Lebensende oder womöglich sogar im Gefängnis? Ja, aber wir haben dich noch mit reingezogen. Ja, Verstehst du? Tom, es wird ja jetzt alles gut. Hoffe ich. Frank, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Was willst du denn mit der Tasche? Ihr habt mich wirklich in eine unmögliche Situation gebracht. Normalerweise würde ich 3 Verdächtige mit einer so dünnen Geschichte so lange in die Mangel nehmen, bis sie die Wahrheit sagen. Aber wie soll ich das machen bei deiner Tochter, ihrem Freund und deinem Neffen? Du hast doch gesagt, das wäre jetzt auch deine Familie. Ist ja deutlich zu erkennen, wie sehr ich dazugehöre. Ja, so darfst du das nicht sehen. Wie denn sonst? Belogen werde ich schon den ganzen Tag im Job. Das brauche ich nie noch abends von meiner eigenen Frau. Ich lass dich jetzt nicht so einfach gehen. Wo willst du denn überhaupt hin? Keine Ahnung. Hab noch so viele Urlaubstage, vielleicht fliege ich einfach in die Sonne. Mein Fall ist ja jetzt durch. Aber das lässt sich doch alles klären. Dafür ist doch eine Ehe da, das hast du mir selbst gesagt. Dass man Missverständnisse klärt und sich wieder verträgt. Ja, nur Missverständnisse sehe ich bei uns gar nicht. Was ich bei uns sehe, ist ein Mangel an Ehrlichkeit und an Vertrauen. Ach, das haben wir doch auch. Charlie, ich weiß, du redest dir die Dinge gerne schön. Aber eine Lüge ist eine Lüge und so will ich nicht weitermachen. Frank, bitte. Hast du den dreien ein falsches Alibi gegeben, ja oder nein? Nein! Ja, hat sie. Du hast mit allem recht, wir waren's.